Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch dazu gehört. Und ich versuche hier mit euch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Also zu schauen, wie kann man das Ganze aus psychologischer und aus philosophischer Sichtweise betrachten? Weil das, was Musik kann, ist, dass wir uns immer wieder mit Songs so stark connected fühlen, weil wir das Gefühl haben, das spricht aus mir. Das ist genau das Gefühl, was ich gerade habe. Oder das ist genau die Geschichte, die ich erlebt habe. Und das nicht, weil die Geschichte wirklich zu uns oder der Song für uns geschneidert wurde, sondern es ist ja der Song von dem Künstler. Und der wird nicht genau das erlebt haben, was wir auch erlebt haben. Aber das Coole an unserem Gehirn ist, dass es sich mit dem Song connecten kann, dass es die Fähigkeit hat, unsere Geschichte in etwas hinein zu projizieren oder zu interpretieren, was es hört. Ob es jetzt nun die Geschichte von einem anderen Menschen ist oder der Song von einem anderen Menschen ist. Und wir uns darüber verbunden fühlen können. Mit dem Song, aber auch mit dem Künstler, mit anderen Menschen. Und gleichzeitig glauben wir dann zu wissen, was bei der anderen Person los ist oder was sie meint. Und das ist oft ein Irrglaube, weil es so viel mehr Möglichkeiten gibt, die Dinge zu betrachten und was es noch für eine Bedeutung da drin haben könnte, was die Person noch gemeint haben könnte. Und da würde ich gerne mit euch wieder hinhören und die verschiedenen Möglichkeiten versuchen aufzufächern. Natürlich gelingt auch mir das nicht immer, weil auch ich oft genug limitiert bin mit meinen Ideen. Von daher brauche ich eure Unterstützung. Wenn ich irgendwas eurer Meinung nach vergesse oder nicht sehe, dann droppt das auf jeden Fall in die Kommentare und gebt euren Senf noch dazu. Da freue ich mich drüber, weil das wiederum meine Welt ein bisschen größer macht von Möglichkeiten, wie die Welt betrachtet werden kann. Und jetzt, lang genug gequatscht, wir starten heute mit Sido. Ich bin sehr gespannt. Sido ist ja ein deutscher Künstler. Ich habe bis jetzt nur einen anderen deutschen Künstler gemacht, nämlich Alligator. Schaut auch gerne rein. ähm, genau. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Sido, aber ich war nie so der deutsche Hip-Hop-Fan. So, deswegen habe ich mich da immer so ein bisschen ferngehalten. Ich kenne die ganz, ganz frühen Sachen von Sido. Damit konnte ich damals überhaupt gar nichts anfangen, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Aber wir haben hier von einer Abonnentin den Wunsch, dass ich diesen Song mache. Und von daher, da ich meine Abonnenten sehr, sehr mag, dachte ich mir, let's go. Wer weiß, was Sido da fabriziert hat. Und wie ich sehe, ist es auch ein Feature mit Bozza. Bossa? Wie spricht man ihn aus? Genau. Und zwar heißt der Song Stern. Und ich habe jetzt das Official Video genommen. Also, lasst uns starten. Show vorbei, Vorhang zu, wir verneigen uns. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Scheidungsgrund. Scheißegal, ich bin aus Stein, nein, ich wein nicht drum. Doch wenn ich alleine bin, dann wein ich drum. Ich kauf einen Tresor und sperr mein Herz da ein. Da wo andere schlafen, muss es härter sein. Sie sagt, ich soll sie schlagen und ich werd vielleicht. Ich hab gelernt, dass man nicht diesen Schmerz mit Schmerz vergleicht. Ich war im Garten, doch jetzt bin ich wieder da. Mittlerweile halte ich schon die 10. Wange hin. Ich bin da, aber keiner hat gefragt. Und jetzt muss ich in die Klapse, weil ich anders bin. Okay. Ja, I see. Ich verstehe, warum der Song empfohlen wurde. Das ist mal was anderes als das, was ich kenne von ihm. Okay. Gibt es hier irgendwo Lyrics? Wenn nicht, dann gehen wir nochmal Stück für Stück durch. Das, was ich im ersten Step so mitgekriegt habe, ich habe natürlich auch ein bisschen auf die Videosachen geguckt, ne? Und es sieht so ein bisschen aus wie Gruppentherapie. Entweder in der Klinik oder einfach irgendwo in der Halle. Und verschiedene Versionen von Sido müssten das sein, die da sitzen, meiner Meinung nach. Mm, Die alle etwas anderes in ihm repräsentieren. Einen anderen Teil von ihm, würde ich mal fast behaupten, ne? Weil der eine ist in der Zwangsjacke, der andere ist verprügelt worden und in Bandagen. Einer sieht erstmal aus wie der normale, der andere hat rote Kleidung. Also es sind einfach verschiedene Abwandlungen oder verschiedene Teile. Vielleicht sind es auch nicht mal unbedingt innere Anteile, sondern vielleicht auch verschiedene Abschnitte seines Lebens. Wobei er es nicht so dargestellt hat, als wären die Teile unterschiedlich alt. Was wahrscheinlich auch schwierig ist, aber machbar wäre.
Von daher gehe ich eher davon aus, dass es viele verschiedene Anteile in ihm sind, die gerade existieren und die sich gerade zu diesem Gruppengespräch treffen. So. Oder die zur Therapie gehen. Und ich meine, wir haben alle diese Teile, ne? Es gab lange Zeit ja so hm, diese dissoziative Persönlichkeitsgeschichte oder Persönlichkeitsspaltung oder wie auch immer man das nennen möchte. Es hat ja inzwischen mehrere Namen, ein paar sind ein bisschen aktueller. Ich weiß gerade nicht, was der aktuelle ist. Es ist, nee, ich glaube, es ist nicht dissoziative Persönlichkeitsstörung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber da geht es darum, dass es verschiedene Anteile der Personen gibt, die nichts voneinander wissen und die unterschiedlich switchen und nach vorne kommen. Das ist ungesund. So. Das, was gesund ist, ist, dass wir alle unterschiedliche Anteile in uns haben, die aber in der Regel miteinander auf einer Ebene zusammenarbeiten oder nicht voneinander abgespalten sind, sondern trotzdem dafür sorgen, dass wir ein ganzheitliches, funktionierendes Wesen sind. Auch wenn mal mehr der eine und mal mehr der andere Anteil nach vorne tritt. Ne? Schon allein im Alltagskontext bin ich auf Arbeit. Dann ist ein ganz anderer Teil vorne, als wenn ich abends mit meiner Freundin auf der Couch kuschel. So. Oder wenn ich mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin. Da sind unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Identitäten, teilweise unterschiedliche Eigenschaften oder Werte auch, die wir damit repräsentieren, sind dann vorne am Steuer und sagen, so, jetzt übernehme ich mal, hier ist das und das wichtig. So, und das scheinen verschiedene Aspekte von Sido zu sein. Genau, lasst uns nochmal reinhören. Show vorbei, Vorhang zu, wir verneigen uns. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Scheidungsgrund. Scheißegal, ich bin aus Stein, nein, ich wein nicht drum. Schon allein hier, ne? Ich habe da auch schon in anderen Videos drüber gesprochen, unter anderem auch in dem Song von Alligator. Schaut da also wirklich gern mal rein, das ist ein cooler Song. Wo es wirklich auch genau darum geht, das, was, wie sage ich das? Das, was so gefeiert wird oder was so nach oben gehoben wird als großes Ding, ist halt eben, ne? Wenn du Künstler wirst, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dann hast du es geschafft, das ist das geile Leben. Und viele wollen sich das auch abgucken, ne? Also nicht mal nur fürs Künstlerdasein oder Musikerdasein, sondern so ein bisschen auch als Ding für ihr eigenes Leben. Ich meine, es gibt auch die Gegenpositionen, die sagen, ey, keine Drogen, kein Alkohol, kein Sex. Also kein Random Sex, so. Mm, sondern Respekt miteinander und füreinander und das Leben leben. So. Mit all seinen Sachen. Aber es war sehr lange dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ding. Und es gibt viele Künstler und Musiker aus der Zeit, die sagen, es war geil, auf jeden Fall. Can't lie. So. Und gleichzeitig hat es aber auch viel Schwierigkeiten gemacht, viel kaputt gemacht. Gerade wenn es um Zwischenmenschliches geht, wenn es um Beziehungen geht. Und hier haben wir eben dieses Scheidungsgrund. So. Und dann gleich hinterher, aber ich bin Stein. Macht mir doch nichts. Und dieses, wir haben gelernt, uns abzukapseln. Wir haben gelernt, nicht so auf unsere Emotionen zu hören. Männer vielleicht noch mal ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft als Frauen. Aber inzwischen gibt es auch genügend Frauen, die das machen. So und sagen, ey, scheiß drauf. So. Ich will das auch nicht spüren, ich will das auch nicht fühlen. So. Warum soll ich mir die Mühe machen? Ich muss mich schützen. Und das ist genau dieser Punkt. Wir versuchen uns alle emotional auf irgendeiner Ebene zu schützen. Wenn uns irgendwas verletzt, wollen wir das nicht spüren. Also müssen wir irgendwas tun, uns schützen. Ja, ich lasse es erstmal so stehen, weil das ist noch lang genug. Doch wenn ich alleine bin, dann wein ich drum. Ich kaufe einen Tresor und sperr mein Herz da ein. Da wo andere schlafen, muss es härter sein. Sie sagt, ich soll sie schlagen und ich werd vielleicht. Ich hab Okay. Fängt ja schon gut an, gibt so viel da drin. Wie lang soll das Video werden? Wir schauen einfach mal. Es wird wahrscheinlich länger. Also erstmal noch dieses, ich bin ein Stein. Und dann aber, wenn ich alleine bin, dann weine ich drum. Weil dann müssen wir nicht mehr stark sein. Dann müssen wir kein Bild mehr nach außen abgeben von Sex, Drugs und Rock'n'Roll und alles ist geil und alles ist gut. So, mir kann nichts, irgendwas. Ich stehe hier, ist gut, passt. Ähm,
sondern dann kommt die Ruhe rein. Die ganzen Reize gehen weg und dann fängt unser Kopf an zu verarbeiten, das, was passiert ist. Und dann stellen wir plötzlich fest, oh shit, das macht mich traurig, da habe ich vielleicht Mist gemacht, Schuldgefühl, Scham für die Dinge, die ich getan habe, ähm, Verlust, Angst vielleicht auch allein zu sein, Angst vor dem, was kommt. Hm, ja, all solche Sachen, ne? Und dann versuchen wir uns gerne auch wieder abzulenken und ganz viel anderen Krams zu machen. Aber meistens, sobald es ruhig wird, ist es wieder da. Und dann ich versuche mein Herz irgendwie in diesen Tresor einzusperren, mich abzuschotten von all dem. Gelingt halt immer nur so semi-gut, ne? Und irgendwann sperren wir immer mehr in diesen Tresor rein. Alles, was zum Herzen dazugehört, alles, was das Herz fühlt. Und wir reden uns schöne Geschichten drumherum, um diesen Tresor, in dem all unser Gefühl drin steckt, was wir nicht fühlen wollen. Doch das Problem ist, dass es nicht weggeht. Und dass nachts die Tresortür von alleine wieder aufgeht. Ziemlich oft. Oder irgendwann, weil es aus allen Nähten platzt. Oder irgendein Anteil oder irgendein Gefühl es geschafft hat, seinen Fuß in die Tür zu stecken und man sie nicht ganz zugekriegt hat. Ja, und dann passiert's. Und dann kann es manchmal sein, dass es einen komplett überschwemmt, weil man zu viel weggedrückt hat. Und dann ist man komplett lost. Dann kommt vielleicht eine Depression oder ein Burnout oder ähm, Nervenzusammenbruch, Überlastungsreaktion, erstmal auch nur vielleicht Panikattacken. So, ja. Und jetzt fand ich nochmal den nächsten Part ganz spannend. Lasst uns da nochmal reinhören. Ich kaufe einen Tresor und sperr mein Herz da ein. Da wo andere schlafen, muss es härter sein. Sie sagt, ich soll sie schlagen und ich werd vielleicht. Ich hab gelernt, dass man nicht diesen Schmerz mit Schmerz vergleicht. Ich war im Finde ich einen spannenden Satz. Also zum einen, ne, da wo andere schlafen, im Schlafzimmer. Im Schlafraum wollte ich sagen. Meine Güte. Im Schlafzimmer, da muss es härter sein. Ne, also wenn man sich intim begegnet. Und es gibt verschiedenste Arten, wie Menschen Sexualität ausleben. Und für manche ist es eben auch der Punkt, wo es härter ist. Wo man geschlagen werden will, wo man körperlich verletzt werden möchte. Was für manch andere vielleicht nicht so einfach ist oder schwierig ist. Und wiederum dann mit sich bringt, dass derjenige, der vielleicht nicht ganz so da drin ist oder der das eigentlich gar nicht so gut findet, versucht sich emotional davon wieder abzuschotten und das für den Partner zu machen, weil mein Partner wünscht sich das doch. Ich möchte doch meinen Partner glücklich machen. Und dann kommt das nächste Gefühl in den Tresor rein. So. Und dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche Tresore. Tresor Beziehung, Tresor Berufsleben, Tresor Alltag. Aber irgendwann hast du dann so viele Tresore und wenn die dann, irgendwann kann es das nicht mehr halten. Dann kann es sein, dass ein Ding bricht und das wiederum zu einer Kettenreaktion führt, dass dann alles aufbricht. Es gibt verschiedene Bilder, die man hier nutzen kann. So, ihr werdet wahrscheinlich euer eigenes dazu haben. Aber ich dachte mir, ich greife hier mal das Tresorbild auf. Ja. Ich werd vielleicht. Ich hab gelernt, dass man nicht diesen Schmerz mit Schmerz vergleicht. Ich war im Garten, doch jetzt bin ich wieder da. Mittlerweile halte ich schon die 10. Wange hin. Ich bin da. Siehst du? Ich habe natürlich nicht daran gedacht, aber klar hätte ich auch drauf kommen können, ich habe es ja vorher schon gesehen, dass es natürlich auch darum geht, nicht, dass sich jemand nur wünscht, dass man jetzt mit ihm körperlich oder brutal wird oder, na, nicht brutal. Was ist das Wort? Dass man härter wird in der Körperlichkeit, dass man ihn schlägt, dass man ihn vielleicht verletzt, vielleicht auch einfach nur wirkt oder was auch immer es so alles gibt. Ja. Aber dass es ja auch teilweise grenzüberschreitend umgekehrt ist. Ne, dass man plötzlich von dem Gegenüber geschlagen wird im Liebesspiel, wo man es vielleicht gar nicht selber wollte, aber die Person so in ihrer Lust und so in ihrem Flow irgendwie ist, dass es dann rauskommt. Und er sagt, ich halte jetzt schon zum 10. Mal die Wange hin. Und es klingt nicht, als wäre das jetzt ein Wunsch seinerseits gewesen. Es könnte aber sein, dass ich das falsch verstehe und es ist ein Wunsch von ihm. Was wiederum, ne, sein kann, dass er seine Partnerin bittet, mach mal ein bisschen härter, weil ich fühle sonst nichts. Mein Herz ist irgendwie im Tresor. Alle meine Gefühle sind weggesperrt, die ich nicht haben will. Aber irgendwie will ich trotzdem auch was fühlen.
Und gleichzeitig kann ich meine Gefühle nicht zulassen. Also, wie kann ich mich spüren? Über meinen Körper, über Schmerz, über Reize. Schlag mich. Das könnte es auch sein. Es kann aber auch sein, dass er es eigentlich gar nicht will und seine Partnerin es halt auslebt. Es kann sein, dass es abgesprochen ist, es kann sein, dass es nicht abgesprochen ist. Es wäre natürlich immer gut, wenn es abgesprochen ist. Aber es passiert halt eben auch oft genug ohne Absprache. Und dann wird es schwierig. Mittlerweile halte ich schon die 10. Wange hin. Ich bin da, aber keiner hat gefragt. Und jetzt muss ich in die Klapse, weil ich anders bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Sternen nah. Ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Dicker, alles war perfekt. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Sternen nah. Und jetzt fall ich, aber niemand hält mich fest. Die Schwachen fliegen aus dem Nest. Ich bin Britney Spears, ich zieh ne... Okay. Oh, krass. Britney Spears bringt er mit ein. Erstmal zum Refrain. Wie komme ich hier weg? Aus diesem Leben. Aus dieser Situation. Und das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Wie komme ich hier weg? Aus diesem Leben. Und Menschen, die sich das wünschen, die weg wollen in der Regel nie wirklich sterben, sondern das, was sie sich wünschen, ist, aus dieser Situation, in der sie so unglücklich sind, rauszukommen, dass dieser Zustand endlich aufhört und dass es was anderes gibt. Aber sie wissen in der Regel nicht wie und was möglich ist, finden keine Hilfe, sind vielleicht auf der Suche nach Hilfe, finden keine oder trauen sich nicht, nach Hilfe zu suchen. Und haben das Gefühl von ohnmächtig sein, dem ausgeliefert zu sein, dem nicht entkommen zu können. Und dann entsteht in der Regel der Wunsch, dass es einfach aufhört. Wie komme ich hier weg? Ja. Und manchmal kommt es wirklich so über Nacht, ne? Gestern noch die Sterne quasi erreicht. Und dann, zack, bumm, am nächsten Tag harte Realität. So. Könnte bezogen sein auf Sex, Drugs and Rock'n'Roll und Ehe aus. So, vielleicht aber auch nicht. Aber niemand hält mich fest. Die Schwachen fliegen aus dem Nest. Ich bin Britney Spears, ich zieh ne Featherline. Ich bin krank, darum stopp. Ich ziehe eine Featherline. Okay, ja, das ist die Andeutung auf den Ex-Partner. Ich weiß gar nicht, wie er richtig hieß, aber irgendwas Featherline oder so, kann das sein? Gefallen. Aber hier nochmal auch diesen Sprung von die Schwachen fliegen aus dem Nest noch aus dem Refrain. Und keiner hält mich fest. Und dann zu Britney Spears, die ja wirklich in den letzten Jahrzehnt mindestens, wenn nicht sogar länger, natürlich echt krassen Scheiß durchgegangen ist. So. Viel von der Welt belacht wird. Unglaublich wenig von dem wissen, was wirklich abgeht bei ihr. Ab und zu Dinge irgendwie aus dem Hintergrund in den Vordergrund kommen und ans Tageslicht sozusagen gespielt werden, was bei ihr passiert ist. Und sich immer noch Menschen über sie lustig machen. Und sie ist nun mal eine Person, die in der Öffentlichkeit ist. Und die sich auch immer wieder in die Öffentlichkeit stellt und sich sichtbar macht mit all ihrem Schmerz, mit all ihren Bedürfnissen auf eine Art und Weise, die für viele Menschen schwierig ist, weil es uns genau damit konfrontiert, was bei ihr gerade eigentlich los ist, weil wir mit ihrem Schmerz, mit ihrer Verzweiflung konfrontiert sind, mit ihrem vermeintlichen Verrücktsein, mit diesen Tanzvideos und allem drum und dran. Wir konnten beobachten, wie sie von Männern ausgenutzt wurde und so weiter und wie sie dann durchgedreht ist. Ich meine, ne, sie rasiert sich hier die Haare, das ist ja das, was Britney Spears auch gemacht hat, als sie den großen Breakdown hatte sozusagen. Und eben auch, ne, ich meine, es gibt einige Frauen, gerade auch im Business, die das machen, die sagen, ey, ich möchte nicht mehr über die Frisur, Haare und den ganzen Schrott irgendwie definiert werden als Frau. Ich bin mehr als die schicke Frisur und die langen Haare oder was auch immer. So. Ja. Großes Thema, lass ich so stehen. Ich bin Britney Spears, ich zieh ne Featherline. Ich bin krank, darum stopf ich mir Tabletten rein. Ich glaub, hier wo ich bin, muss dieses Ende sein. Nur ich mit diesem anderen Ich im Candlelight.
War das eine Darth Vader-Maske? Irgendwie schon, ne? Ja, spannend. Also irgendwie sowas in die Richtung wird das sein, ne? Und mit wem ist er da jetzt im Candlelight-Dinner? Bin, muss dieses Ende sein. Nur ich mit diesem anderen Ich im Candlelight. Bei den Ratten, der Kammerjäger fängt mich ein. So ein Geschenk, dass ich denk, das muss ein Engel sein. Keine Streams, keine Klicks, keine Sendezeit. Ich sitz im Kreis mit diesen Leuten. Ich kenn hier keinen. War kurz im Hafen, doch jetzt bin ich wieder da. Den ganzen Weg von da oben, wo die Sterne sind. Und weil ich heute nicht mehr der bin, der ich war, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Sternen nah. Ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Okay, ich mache hier nochmal Pause. Wow. Mm. Dieses irgendwann nicht mehr wissen, wer ich bin. Und ne, ich sitze hier mit all diesen Personen, die ich nicht kenne. Und es kann sein, dass es sich um vergangene Anteile von ihm handelt, wie er mal früher war. So, ne? Weil er sagte es ja auch. Ich erkenne die Person nicht mehr. Ich weiß nicht. So. Es kann aber auch sein, dass die Anteile sind, die jetzt da sind, weil sie komplett neu sind und er noch gar nichts mit denen anzufangen weiß, nur weiß, dass sich irgendwie was verändert hat. Und das kommt ihm alles sehr fremd vor und nicht so wie er selbst, mit dem, wie er sich früher identifiziert hat, wer er ist. Es kann sich aber auch um zukünftige Anteile handeln, ne? Wo er das Gefühl hat, da kommt irgendwie gerade was er noch gar nicht einschätzen kann, wo er noch gar nicht weiß, wo das hinführt und was das werden wird. So, aber er ist in der Entwicklung. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er von irgendwelchen anderen Menschen spricht. Aber ja, es ist ein krasser Zustand, nicht zu wissen, wer ich jetzt aktuell eigentlich bin. So. Und mich selbst nicht wiedererkennen. Wer bin ich jetzt eigentlich noch? Und das ist tatsächlich so das größte Ding, was uns immer wieder Angst macht, ne? Wenn etwas in uns, ein altes Muster, ein altes Verhalten, eine alte Überzeugung, gehen darf, entweder weil wir es geheilt haben oder weil wir uns versuchen, davon abzutrennen, dann kommt erstmal eine Leere. Und diese Leere macht uns extrem viel Angst. Das macht einen Heilungsprozess auch oft so extrem anstrengend und schwierig und beängstigend, weil etwas vermeintlich erstmal verloren geht. In der Regel verändert es sich nur, es geht in der Regel nicht verloren, aber es fühlt sich erstmal so an, als würde etwas Altes in uns sterben. Und Tod ist erstmal nichts, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. So. Und es fühlt sich oft genug wirklich wie Sterben an, wenn wir da anfangen, wirklich reinzugehen. Und das macht eine unglaubliche Angst. Und wir tun sehr viel, um uns dem nicht zu stellen und dem nicht zu begegnen. Es fühlt sich manchmal an wie so ein Riesendrache, der uns eigentlich nur fressen will und wir versuchen irgendwie davor wegzukommen und uns davon nicht einsaugen zu lassen und verschlingen zu lassen. So fühlen sich auch oft Depressionen an, wie dieses schwarze Loch, in das wir reingesogen werden. Aber oft liegt genau in diesem Eingesogen-Werden, wenn es gut begleitet wird, kann genau darin die Heilung liegen. Ja, weiter. Er kam, alles was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Sternen nah, ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Dicker, alles war perfekt. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam, alles was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Sternen nah. Und jetzt falle ich, aber niemand hält mich fest. Die Schwachen fliegen aus dem Ich spüre, ich hab versagt, meine Psyche ist am Arsch. Doch es ist zu früh zu schlafen gehen, der Müdere liegt nach. Als kommen wir nie über die Zielgerade. Dann sollen sie uns doch Träumer nennen, doch wir sind die, die niemals schlafen. Ich rede mit mir selbst, doch ich verstehe kein Wort. Sag mir, was ist dieser Himmel bloß für ein Ort? Da wo sie Drogen konsumieren, David gegen Goliath, Schornstein Papier. Wieso ich so bin, das lässt sich nicht erklären. Der Hunger ist gestillt, doch der Teller wird nie leer. Ein kleines bisschen Liebe bringt mich schneller zu den Sternen. Dankeschön, gern geschehen, immer wieder gern. Ich weiß. Ja, spannend. Das gehen wir gleich nochmal in Ruhe durch. Ich habe gerade auch nochmal die Veränderung, ne, wie jetzt plötzlich viele verschiedene Menschen dort in diesem Kreis sitzen und es dann tatsächlich eine
wie so eine Therapiegruppe wahrscheinlich ist. Und das ist ganz spannend, weil es von diesem, ich sitze hier mit meinen inneren Anteilen zu, ich sitze hier mit anderen Personen geswitcht ist. Und es kann zum einen bedeuten, ne, einmal, ich bin nicht allein, es geht vielen anderen Menschen genauso wie mir. So. Und es kann aber auch bedeuten, also zusätzlich, nicht mal nur aber, sondern und. Es kann bedeuten, dass er sich in irgendeiner Form mit irgendeinem Anteil von diesen Personen, die da mit ihm zusammensitzen, auch identifizieren kann oder sich darin wiederfinden kann. Mit seinen eigenen Themen, mit seinen eigenen Problemen oder seinem eigenen inneren Anteil, seinen eigenen Werten, Sorgen, Ängsten und so weiter und so fort. Das ist das, was ich ganz am Anfang vom Video meinte. Unser Gehirn ist richtig gut zu interpretieren und zu projizieren und darüber Verbindung mit anderen Menschen auch aufzubauen, weil wir uns in den Geschichten von anderen wiederfinden, in dem, was sie erzählen und darüber connecten können, was total schön ist, weil wenn wir dann in so einer Gruppentherapie sitzen und dann feststellen, okay, ich bin gar nicht allein mit diesen Ängsten oder mit diesem Thema, da strugglen noch 5 andere damit, mindestens, die hier mit mir in einem Raum sitzen. Und plötzlich fühle ich mich nicht mehr so allein, fühle mich nicht mehr so weird oder so alienmäßig oder so. Und habe nicht mehr das Gefühl, okay, ich bin der Einzige, der irgendwie so einen Kack erlebt hat oder so. Oder der so denkt oder der, ne, so. Und das hilft uns oft genug schon, dass wir diese Connection haben. Okay, lasst uns jetzt nochmal den Teil von Bosa durchgehen. Boza, irgendwie sowas. Den Sternen nah. Und jetzt fall ich, aber niemand hält mich fest. Die Schwachen fliegen aus dem Ich spür, ich hab versagt, meine Psyche ist am Arsch. Doch es ist zu früh zu schlafen gehen, der Müdere liegt nach. Als kommen wir nie über die Zielgerade. Dann sollen sie uns doch Träumer nennen, doch wir sind die, die niemals schlafen. Das finde ich einen schönen Satz. Sollen sie uns doch Träume nennen, doch wir sind die, die niemals schlafen. Oder schlafen gehen oder irgendwie so. Also zum einen habe ich gedacht, Träume gehen auch nicht schlafen, die sind immer da, selbst wenn wir irgendwie versuchen, die ganze Zeit woanders hinzuschauen. Na, also wenn wir jetzt bei Träumen von Visionen erstmal ausgehen. Weil klar, ne, das Wortspiel ist, sollen sie uns Träume nennen, aber wir sind die, die niemals schlafen. Also wenn ich schlafe, dann träume ich. Aber ich würde es hier als eine Form von Vision nehmen. So, wovon träume ich eigentlich in meinem Leben noch? Ja, und sie gehen niemals schlafen. Auf der anderen Seite, was war der Gedanke? Lass mich nochmal kurz hören. Früh zu schlafen gehen, der Müdere liegt nach. Als kommen wir nie über die Zielgerade. Dann sollen Ja, genau. Dieses für die Träume arbeiten. Ich gehe nicht schlafen. Ich verfolge mein Ziel weiter. Egal wie müde ich bin. Wenn die Müdigkeit mich davon abhält, meine Ziele zu verfolgen, meine Träume wahrzumachen, dann ist es vorbei. So. Und das ist was ich einen interessanten Aspekt finde. Auf der einen Seite ist da viel dran, auf der anderen Seite ist dieses Denkbild, dieser Glaubenssatz in vielen Köpfen so weit oben, dass sie oft über ihre eigenen Bedürfnisse gehen, wie zum Beispiel nicht schlafen, nicht ausreichend. Und darüber ihren Körper und ihre Psyche Stück für Stück runterarbeiten, bis sie irgendwann nicht mehr können und einbrechen und dann sich ein schlechtes Gefühl machen, schlechtes Gewissen machen, Schuld und so weiter, weil sie den Traum nicht erreicht haben. Oder sie haben ihn dann erreicht und sind dann aber völlig erschöpft, können es nicht genießen, weil sie dann vielleicht sogar schon gleich den nächsten Traum haben, den sie erfüllen müssen und bleiben dann die ganze Zeit in dieser Schleife von ich muss tun, ich muss machen, ich muss hasseln, ich muss das erreichen, ich muss das schaffen. Das kann auch ein Mechanismus sein. Und gleichzeitig ist nach Träumen greifen was ganz Wundervolles. So. Aber genau, das ist immer so ein bisschen da, wo man ein bisschen gucken darf, finde ich. sie uns doch Träumer nennen, doch wir sind die, die niemals schlafen. Ich rede mit mir selbst, doch ich verstehe kein Wort. Sag mir, was ist dieser Himmel bloß für ein Ort? Da wo sie Drogen konsumieren, David gegen Goliath, Schorestein Papier. Wieso ich so bin, das lässt sich nicht erklären. Der Hunger ist gestillt, doch der Teller wird nie leer. Das ist interessant, ne? Dieses, mein Hunger ist gestillt, doch mein Teller wird nie leer. Es kann eine Andeutung auf so ein Überangebot sein, was wir hier in der Gesellschaft haben von, das könnte dein nächster Traum sein.
das ist das, was du noch erreichen solltest. Da habe ich auch schon in anderen Videos von mir drüber gesprochen, ne? Dieses Ding, was die Medien uns so schön immer wieder kredenzen. Ähm, Ob es jetzt nun bei Instagram, TikTok ist oder ob es irgendeine Fernsehwerbung ist völlig Latte. So, es geht immer darum, ja, du bist noch nicht so ganz glücklich, dann brauchst du vielleicht noch das und das. Dann brauchst du vielleicht noch mehr gesunden Körper, indem du mehr Sport machst. Guck mal, ich zeige dir, wie du die besten Übungen der Welt machen kannst, die dich besonders schnell fit machen. Oder wie du dich besser ernähren kannst, damit dein Körper richtig schön fit ist und du nicht immer so müde und aufgebläht bist. Oder damit du nicht immer so frustriert am Computer bist, zeige ich dir, welche Firma die beste Firma ist für einen Laptop, die Top-Leistung macht. Und erst wenn du den hast, wirst du richtig entspannt arbeiten können. Was auch immer es ist. So, du willst cool aussehen, dann brauchst du die und die Klamotten und die Frisur. Und am besten nimmst du die beste Schminke der Welt. Oder was auch immer. Oder die günstigste Schminke der Welt, damit du dir mehr davon kaufen kannst und noch mehr konsumieren kannst, damit du ganz viel haben kannst. Es ist doch völlig egal. Irgendwas wollen sie uns immer verkaufen auf irgendeiner Ebene. Entweder besonders gute Qualität oder gut genug Qualität und besonders günstig. Und irgendwie basiert es immer alles auf, dir fehlt da noch was. Damit du solltest noch weitermachen, du solltest noch mehr holen. Und gleichzeitig sind wir aber eigentlich schon so satt. Wir sind auch so satt von diesen vielen Reizen, von diesen vielen Tipps, von diesem ständigen darauf aufmerksam gemacht werden, dass man angeblich noch im Mangel ist, dass einem irgendwas noch fehlt. Und auch diese ganzen Reize, ne? YouTube, TikTok, Instagram, Doomscrolling. Unser Gehirn ist komplett voll mit Informationen. Und trotzdem Reiz, Reiz, Reiz und noch mehr und noch mehr. Das füttert unser Dopamin. Juhu, noch mehr Informationen, noch mehr Reize. Wie geil ist das denn? Noch mehr Möglichkeiten. Aber es lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Ja. Das lässt sich nicht erklären. Der Hunger ist gestillt, doch der Teller wird nie leer. Ein kleines bisschen Liebe bringt mich schneller zu den Sternen. Dankeschön, gern geschehen, immer wieder gern. Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern nah. Ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Dicker, alles war perfekt. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern nah. Und jetzt fall ich, aber niemand hält mich fest. Ich mach einen Fliegen aus dem Netz. Das ist schön, ne, zu sehen, wie die Menschen repräsentiert sind. Das sind ja die unterschiedlichsten Menschen, die man den unterschiedlichsten Berufen oder den unterschiedlichsten Kreisen sozusagen zuordnen würde. So vom Business-Typen zur Rockerbraut oder Rocker-Typen zu, ich weiß nicht, ob es eine Drag Queen war oder Transfrau oder so. Dann haben wir die Rapper da sitzen. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen dort. So. Und alle strugglen damit, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Jeder hat immer seine unique Geschichte, aber die Themen sind auf einer Ebene, wenn wir es ganz nach oben bringen, immer die gleichen. Nämlich der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach geliebt werden, der Wunsch nach Verbindung und Zugehörigkeit. Das ist in all unseren Themen, die wir haben, egal welche Geschichte wir dazu haben, sind das immer so die großen Themen, die da sowieso drin enthalten sind. Und das ist das, was uns Menschen alle miteinander verbindet. Es geht immer um die gleichen Themen, nur in einem anderen Kostüm. So. Ja. Irgendwas wollte ich noch zum Text sagen, glaube ich. Aber wir gucken nochmal. Mir ist irgendwas noch im Refrain aufgefallen. Ach genau. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme sozusagen, ne? Ich habe das vorhin aus dem Leben bezogen, aber es kann tatsächlich auch wirklich einfach nur auf das Problem bezogen sein. Da hat er gesagt, ne, von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Kann auch einfach sein, ey, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich wieder dahin, dass ich weiß, wer ich bin? Und deswegen sitze ich hier in dieser Therapiesession. Mit all diesen anderen Menschen, die vielleicht auch nicht wissen, wer sie sind. Weil wir zu viel vielleicht auch gesagt bekommen haben von anderen Menschen, wer wir angeblich sind, wie wir sein sollten. Jeder sieht uns anders, jeder vermittelt uns ein anderes Bild, jeder sagt uns, was aus uns werden sollte, besonders die Eltern, Familie, Freunde, was wir machen sollten. Und darüber verlieren wir so ein bisschen den Zugang dazu, wer bin ich eigentlich unter all diesen Erwartungen, unter all diesen Schichten, unter all diesen guten Ratschlägen? Was ist eigentlich mein Kern?
Auch hinter dem, was ich glaube, wie ich sein sollte oder sein möchte. Was ist da tief drunter? Weg. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Sternen nah. Und jetzt fall ich, aber niemand hält mich fest. Die Schwachen fliegen aus dem Nest. Die Schwachen fliegen aus dem Nest. Digga, alles war perfekt. Wie komm ich hier wieder weg? Ja, krasser Song. Zum Schluss, wie Südo da sitzt und sich kratzt, kann durchaus auch so ein nervöser Tick sein, ne? Dass man merkt, wenn es unangenehm wird, wenn es zu viel wird, oder wenn man sich peinlich berührt fühlt oder Angst hat oder was auch immer, dass da manchmal so ein irgendwie kommt. So eine Übersprungshandlung. Und vielleicht ist es auch was anderes gewesen. Ich weiß nicht, aber so sah es erstmal aus. Hm. Ja, und alle wirkten erstmal so, und jetzt? Jetzt sitzen wir hier mit genau dem Thema. Und wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Und das ist tatsächlich das Spannende, ne? Also es ist super gut in der Gruppentherapie mitzukriegen, okay, es gibt auch andere mit den Themen, ich bin echt nicht allein. Und manchmal kann so eine Gruppe dadurch allein inspirierend sein, dass irgendjemand von seinem Problem erzählt. Aber das, was ich auch oft erlebe, ist, dass sich oft, oder was heißt oft, aber das, was manchmal passiert, ist, dass sich so eine Gruppen in solchen Gesprächen auch immer nur um das Problem drehen, um dieses Opfer oder um dieses Mangelgefühl. Und wenig geguckt wird, was könnte jetzt eigentlich die Lösung sein? Was brauche ich denn eigentlich wirklich? Worum geht es mir eigentlich wirklich? Und dass dann irgendwann hat man halt über diese Probleme gesprochen und dann so, und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Jetzt weiß ich, dass das Problem da und daher kommt oder dass das und das mein Problem ist, weil ich so und so denke. Was mache ich jetzt damit? Ändert jetzt gerade auch nichts daran, dass es mir schlecht damit geht. So. Ja. Ja, danke für diese Empfehlung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wie gesagt, wenn ich irgendwas verpasst habe, was bestimmt der Fall ist, irgendeine Perspektive nicht mitgenommen habe, irgendeinen Satz, der euch auch wichtig war in dem Song, nicht mitgenommen habe, gerne in die Kommentare rein. Ich gehe auf jeden Fall noch mal auf eure Kommentare ein und ich freue mich auch auf eure Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr bald mehr von mir mit. Wenn ihr Wünsche habt für andere Songs von Sido oder auch von anderen Künstlern, und bedenkt bitte, ich stehe auf Tiefe, auf Deep Dive, psychologische Sachen. Wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, oh, da hätte ich gerne mal deine Sichtweise drauf, in die Kommentare, schreibt es mir, ich packe es auf meine To-Do-Liste. Ich arbeite sie Stück für Stück ab. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis dann.